Kennst du diesen Moment, wenn jemand in einer Diskussion sagt, das ist doch ganz einfach? Und ein Teil von dir denkt sofort, bitte ja, lass es einfach sein. Denn die Welt ist oft so kompliziert, dass eine klare Antwort fast schon wie eine Erleichterung wirkt. Nicht, weil sie automatisch stimmt, sondern weil sie das Durcheinander kurz beendet. In der letzten Folge ging es darum, warum Fakten oft nicht mehr ankommen, wenn sie auf Identität, Lagerdenken und Schubladen treffen. Heute schauen wir einen Schritt tiefer. Warum sind einfache Antworten eigentlich so verführerisch? Bevor wir einsteigen, schauen wir kurz auf unsere 12-teilige Reihe. Die erste Folge über Fakten und Identität, schwieriges Wort, Identität ist bereits erschienen. Heute sind wir bei Folge 2. Dabei geht es um die Macht einfacher Antworten. Die weiteren Themen siehst du gerade eingeblendet, so weißt du jederzeit, wo wir in der Reihe stehen und was noch vor uns liegt. Vielleicht beginnt es gar nicht mit Dummheit, vielleicht beginnt es mit Müdigkeit. Alles hängt scheinbar mit allem zusammen. Wirtschaft mit Energie, Energie mit geopolitischen Konflikten, Konflikte mit Preisen, Preise mit sozialer Sicherheit und politische Entscheidungen wiederum mit Freiheit, Umwelt, Migration und unserem Alltag. Mittendrin steht ein Mensch, der eigentlich nur seinen Tag schaffen will, und irgendwann sagt der Kopf, kann mir bitte jemand erklären, was hier los ist, und zwar nicht mit einem 400-seitigen Bericht. Genau an dieser Stelle werden einfache Antworten sehr attraktiv. Sie sagen, das sind die Schuldigen und genau das ist der Grund. So einfach ist das. Eine einfache Antwort beruhigt in der Regel nicht die Welt. Sie beruhigt unser Gefühl von Ohnmacht. Sie macht aus Nebel einen Pfeil und ein Pfeil fühlt sich nun mal viel besser an als ein Fragezeichen. Und das auch dann, wenn er in die falsche Richtung fliegt. Ein Schuldiger sortiert. Vorher war da nur Unbehagen. Alles wird teuer, die Zukunft wirkt unsicher, Politik fühlt sich kurzatmig an und Nachrichten machen Druck. Dann kommt eine Erklärung und zeigt auf jemanden. Plötzlich hat das Gefühl eine Richtung. Aus Ratlosigkeit wird Empörung. Aus Ohnmacht wird Angriff. Und Angriff fühlt sich viel attraktiver an als Hilflosigkeit. Natürlich gibt es auch echte Verantwortung. Es gibt falsche Entscheidungen, Machtmissbrauch, Manipulation, bewusste Täuschung. Das darf man auch wirklich klar benennen. Aber Verantwortung ist etwas anderes als ein Feindbild. Verantwortung fragt, was passiert ist, wer Einfluss hatte und was sich ändern muss. Ein Feindbild sagt, die sind es, die sind immer so. Und wenn die weg wären, wäre alles besser. Das fühlt sich klar an, aber es macht blind, wenn danach keine Frage mehr erlaubt ist. Ein interessantes Beispiel dafür sehen wir in der Politik. Viele Menschen lehnen zum Beispiel Robert Habeck so stark ab, dass aus dieser Ablehnung beinahe automatisch Sympathie für dessen außen- und innenpolitische Gegner entsteht. Wie? Habeck stellt sich gegen Putin? Ja, dann kann Putin ja nicht ganz falsch liegen, oder? So funktioniert zumindest die Denkabkürzung. Aus Ich bin gegen Habeck wird unbemerkt, dann bin ich eher für seinen Gegner. Aber die Ablehnung eines Politikers ist noch kein Beweis dafür, dass dessen Gegner Recht hat. Man kann Habecks Energiepolitik kritisieren, ohne deshalb Putins Politik gutzuheißen. Der Gegner meines Gegners kann immer noch Ziele verfolgen, die meinen eigenen Überzeugungen komplett und vollständig widersprechen.
Wenn ich Putin nicht mehr unabhängig beurteile, sondern meine Wut auf Habeck zum Kompass mache, prüfe ich nicht mehr, wohin ich gehe. Ich weiß nur noch, wovon ich weg will. Und ein Kompass, der lediglich weg von Habeck anzeigt, führt nicht automatisch in die richtige Richtung. Einfache Antworten erklären nicht nur, sie verbinden auch. Wenn ich eine Erklärung finde, die mich entlastet und treffe dann andere, die genau dasselbe sagen, entsteht ein Wir-Gefühl. Man fühlt sich verstanden. Man muss sich nicht andauernd erklären. Die eigene Wut wirkt plötzlich nicht mehr seltsam, sondern berechtigt. Und so wird aus einer Meinung ein kleines Zuhause. Das ist menschlich, denn Zugehörigkeit ist ein Grundbedürfnis. Gefährlich wird es erst, wenn Zugehörigkeit wichtiger wird als Wahrheit. Dann fragt nämlich die Gruppe nicht mehr, was stimmt? Sie fragt, bist du noch einer von uns? Zweifel wirken dann wie Verrat. Und eine Bubble, also ein Denkraum, in dem man vor allem das hört, was die eigene Sicht bestätigt, fühlt sich innen selten an wie eine Bubble. Von innen fühlt sie sich oft an wie Klarheit. Zweifel hat in aufgeheizten Gesprächen einen schweren Stand. Er klingt langsam, vorsichtig und manchmal ein bisschen trocken. Eine harte Behauptung wirkt stärker als ein Satz wie „Lass uns das nochmal prüfen". Aber genau dieser Prüfsatz ist sehr oft näher an der Wirklichkeit. Zweifel ist eben nicht der Feind einer guten Haltung. Zweifel schützt eine Haltung davor, zur Bubble zu werden. Wenn mir Gerechtigkeit, Freiheit, Sicherheit, Demokratie, wirtschaftliche Stabilität oder Umwelt wichtig sind, dann brauche ich gute Informationen und saubere Unterscheidungen. Gerade dann, wenn eine Behauptung meine eigene Sicht bestätigt. Auch wenn uns etwas wirklich wichtig ist, wird deshalb nicht jeder Gedanke automatisch richtig. Deshalb ist ehrlicher Zweifel kein Verrat an der eigenen Haltung. Er bedeutet, diese Haltung ist mir zu wichtig, um sie jedem schnellen Impuls zu überlassen. Was hilft also praktisch? Nicht alles komplizierter machen, das wäre nur die andere Falle. Hilfreich ist ein Klarheitscheck, bevor eine einfache Antwort zu viel Macht bekommt. Der erste Schritt lautet: Trenne Fakt, Gefühl und Deutung. Was ist wirklich belegt? Was fühle ich gerade? Und welche Geschichte mache ich daraus? Wut, Angst, Erleichterung sind echte Gefühle, aber sie sind halt noch kein Beweis. Der zweite Schritt ist besonders wichtig, wenn du eine Lüge oder Manipulation vermutest. Versuche nicht am Gesicht eines Menschen zu erkennen, ob er lügt. Das funktioniert viel schlechter, als viele glauben, und oft deshalb funktioniert es nicht, weil diese Menschen die Lüge ja in der Regel selbst glauben. Mache lieber die Aussage prüfbar. Zum Beispiel mit der Frage, was genau wird behauptet? Woran könnte man erkennen, dass diese Behauptung falsch ist? Und welche unabhängige Quelle würde überhaupt zählen? Wenn auf diese Fragen keine echte Antwort mehr möglich ist, geht es wahrscheinlich nicht mehr nur um Fakten. Das ist kein perfekter Lügendetektor, aber es ist ein sehr brauchbarer Wahrheitsfilter. Er verhindert, dass du dich nur an Tonfall, Empörung oder Selbstsicherheit orientierst. Denn auch eine falsche Behauptung kann sehr entschlossen klingen. Der nächste Schritt muss nicht groß sein. Es reicht, wenn du eine Behauptung nicht sofort weiterträgst, eine zweite Quelle prüfst oder in einem Gespräch sagst, das klingt klar, ja vielleicht sogar zu klar, ich möchte das erst prüfen. Vielleicht ist das einer der wichtigsten Punkte. Einfache Antworten sind nicht einfach dumm, sie sind oft menschlich. Sie entstehen dort, wo Menschen müde,
wütend, enttäuscht oder ohnmächtig sind. Sie geben eine Richtung, sie geben ein Wir-Gefühl, sie geben manchmal sogar das Gefühl von Stärke. Aber nicht alles, was uns entlastet, ist deshalb wahr. Nicht alles, was unsere Wut bestätigt, ist gut belegt. Und nicht alles, was sich wie Klarheit anfühlt, ist wirklich Klarheit. Deshalb brauchen wir nicht nur klare Antworten, sondern klare Werte und die Bereitschaft, unsere Urteile zu prüfen. Menschlichkeit, Demokratie, Freiheit, Sicherheit, Gerechtigkeit, eine lebensfähige Umwelt und die ehrliche Suche nach Wahrheit, das sind keine austauschbaren Schlagwörter. Sie bilden einen Rahmen, in dem ein lebenswertes gemeinsames Leben möglich wird. Solche Werte brauchen Menschen, die sie verteidigen, aber auch Menschen, die bereit sind zu prüfen, ob das eigene Weltbild und die eigenen Erklärungen diesen Werten tatsächlich gerecht werden. Und gerade weil diese Werte wichtig sind, sollten wir sie nicht auf schlechte Informationen oder zu einfache Feindbilder stellen. Vielleicht ist eine reife Klarheit genau das. Ich habe eine Haltung, aber keine Mauer im Kopf. Ich widerspreche, wenn es nötig ist. Ich prüfe, wenn etwas zu glatt klingt. Und ich verwechsle Bestätigung nicht automatisch mit Wahrheit. Der kleine Satz für heute könnte also lauten: Glaube nicht alles, was dich sofort bestätigt. Manchmal ist Bestätigung wertvoll, aber manchmal ist sie einfach nur der Moment, in dem eine zu einfache Antwort die Tür in einen Raum öffnet, in dem Zweifel immer weniger Platz haben. Dann lohnt es sich, kurz stehen zu bleiben und zu fragen: Ist das wirklich wahr oder passt es nur bequem zu dem, was ich ohnehin schon glauben wollte? Wenn wir diese Frage öfter stellen, verlieren einfache Antworten nicht ihren ganzen Reiz. Aber sie bekommen weniger Macht über uns. Vielleicht ist genau das der Anfang von innerer Freiheit. Nicht, dass wir auf alles sofort eine perfekte Antwort haben, sondern dass wir nicht mehr jede Antwort glauben müssen, nur weil sie uns bestätigt. Eine einfache Antwort ist nicht gefährlich, weil sie nur einfach ist. Gefährlich wird sie, wenn sie uns das Fragen abgewöhnt, Menschen pauschal zu Gegnern macht und für jedes komplizierte Problem nur noch einen einzigen Schuldigen kennt. Echte Klarheit beginnt vielleicht dort, wo wir dieser Verengung nicht folgen, wo wir prüfen, ohne unser Mitgefühl zu verlieren und widersprechen, ohne Menschen aus dem Blick zu verlieren. Genau davon erzählt auch der Neowara-Song zu dieser Reihe Zwei Meinungen, eine Freundschaft. In seiner ersten Hälfte hörst du ein beispielhaftes Streitgespräch voller Etiketten, unangenehmer Vorwürfe und Schubladen. In der zweiten Hälfte verändert sich das Gespräch. Beide hören einander zu, fragen nach und versuchen zu verstehen, obwohl sie am Ende weiterhin unterschiedlicher Meinung sind. Vielleicht kann dieser Song sogar ganz praktisch eine kleine Brücke bauen. Wenn du selbst ein Streitgespräch hattest, das festgefahren oder verletzend geendet hat und jetzt nicht recht weißt, wie du da wieder auf den anderen zugehen sollst, könntest du ihm den Link von diesem Song schicken. Nicht als versteckten Vorwurf, sondern als vorsichtige Einladung, beim nächsten Mal wieder respektvoller miteinander zu sprechen. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Dann darf die Welt groß, verschieden und lebendig bleiben, mit vielen Farben, vielen Wegen und vielen Formen von Menschsein. Wir müssen nicht alles sofort verstehen, aber wir können offen genug bleiben, um weiter zu fragen. Danke, dass du heute dabei warst. Bleib klar, bleib menschlich und bis zum nächsten Mal bei Neowara.